Abend und herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel der Krefeld Pinguine gegen die Grizzlies aus Wolfsburg. 5:2 für die Pinguine, das Ganze vor 2782 Zuschauern. Die Trainer sind da, Hans Kostmann für die Grizzlies und Brandon Reed für die Pinguine. Herr Kostmann, Ihr Kommentar zum Spiel heute. Guten Abend. Ich glaube, wir haben sehr gut gestartet. Wir haben genau das gemacht, was wir haben vorgenommen heute Abend und ich glaube, beide Mannschaften waren heiß wieder zum Spielen nach der Pause und wir haben einen sehr guten Start erwischt und 2:0 Führung und ich muss sehr enttäuscht, weil bringen meine besten Spieler, Spieler, wo soll intelligent sein auf dem Eis, 1 Minute vor dem Schluss im ersten Drittel und wir spielen nicht intelligent und wir geben genau das Tor zum Krefeld, das die brauchen, um wieder im Spiel zu kommen vor der Pause und nachher natürlich war es schwer zum Bremsen. Ich glaube, wir haben jetzt jeder Match war sehr eng hier gegen Krefeld und jedes Mal die finden einen Weg zum besseren Ende finden. So ich muss sagen, die machen etwas richtig und ihre beste Linie natürlich macht jeder Match eigentlich den Unterschied. Das ist, was bei uns fehlt. Und wir spielen ziemlich gut 5 gegen 5 Eishockey, aber wir könnten wieder nicht Tor schießen im richtigen Moment. Und Krefeld findet immer einen Weg. So verdiente Sieg und enttäuschender Abend für uns. Danke. Vielen Dank. Brandon, your comment on tonight's game. Well, I think obviously everybody saw the first 10 minutes. I think our group was a little nervous, knowing that we needed to win a game. We need to get 3 points. We need to do this. We need to do that. We hear it from everywhere. Guys worked hard throughout the break, and sometimes when you're in a little bit of a nervous state, you kind of forget what you're supposed to do. No one really wanted to make a mistake, therefore nobody wanted the puck, no one wanted to skate, no one wanted to do too much, and we weren't skating. I thought that Wolfsburg used their speed. They played hard on pucks in the first period. They created some big chances, and they took advantage of that. But then we got a goal, and we were back to thinking the game the way that we were supposed to. We were, I think, for 50 minutes, probably the most concentrated on the details of our structure and the way we want to play, where we're supposed to be, where we're supposed to put pucks, and then we were on the transition pretty good from that. Transition game was very good tonight. We had some secondary scoring from the new lines that we put together throughout the break. That was big for us. Berglund and Pizzi and Chad obviously are the top scoring line in the league, and they have to be our best line every night, and they were tonight. But we had some really good performances from guys who didn't get points, and I think that's how you win games. I thought Tretnes played hard, he played physical, something we hadn't seen from him in a while. Kunakat was back to the way that he played. Cabby was probably played his best game tonight, all over the puck, played hard, didn't make any soft plays. And then Dimmy was able to keep his confidence even after those 2 goals. And so, happy with the result, 3 points, we needed it. And now off to the next one here, Sunday. Danke, also die ersten 10 Minuten, sagte, das hat, glaube ich, jeder gesehen, dass die Mannschaft da einfach nervös war. In der Pause, da wurde immer viel darüber gesprochen, dass wir gewinnen müssen, wir müssen dies tun, wir müssen jenes tun und das hat Druck erzeugt und das hat man in den ersten 10 Minuten so gemerkt, diese harte Arbeit in der Pause. So in den ersten 10 Minuten heute, da war jeder im Team irgendwie so ein bisschen drauf aus, Fehler zu vermeiden. Also vielleicht dann doch lieber ein bisschen zurückhalten beim Passen. Es ist nicht genug gelaufen, die Mannschaft in den ersten 10 Minuten. Wolfsburg im ersten Drittel hat das viel besser gemacht, ist viel gelaufen, hat die Schnelligkeit genutzt, hat die Chancen dann auch gehabt und durch das späte Tor
ist Krefeld dann wieder zurückgekommen ins Spiel und hat dann mit Ausnahme dieser ersten 10 Minuten, 50 Minuten lang ein sehr konzentriertes Spiel gemacht. Also gerade was diese kleinen Sachen angeht, da war er sehr zufrieden. Das Umschaltspiel, sagt er, hat heute sehr, sehr gut funktioniert. Und wenn wir so ein bisschen in die Einzelkritik gehen, Berglund, ich glaube, über diese 4 Tore, da müssen wir nicht reden. Das muss ein gutes Spiel gewesen sein, aber die ganze Reihe mit Pieta, Costello, eine Top-Reihe in der Liga, die hat wirklich richtig geliefert, aber hat auch Spieler gelobt, die heute jetzt nicht unbedingt Punkte gemacht haben. Tretenes hat er zum Beispiel, hat ein sehr körperlich starkes Spiel gemacht. Kuhnekat, auch das hat ihm sehr, sehr gut gefallen. Kabanov wahrscheinlich sein bestes Spiel in der Saison und Petzold nach den 2 Gegentoren trotzdem noch die Sicherheit behalten. Also sehr, sehr zufrieden heute mit der Leistung. Herr Kossmann, jetzt geht es für Sie am Sonntag weiter zu Hause gegen Mannheim. Was erwarten Sie von Ihrer Mannschaft für dieses Spiel? Wel, ich glaube, Mannheim ist eine große Herausforderung für alle Mannschaften in dieser Liga. Die spielen sehr stark momentan und jetzt, wir werden sicher alle Hände voll haben, aber wir haben wirklich nicht viel Glück in unserem Spiel gehabt die letzte Zeit. Wir spielen gegen gute Gegner eigentlich recht gut und haben 4-mal hintereinander verloren mit Torhüter raus. So, wir nehmen das Spiel und muss einfach bissig und muss diese Wut von heute nehmen und sehen wir, wie es geht. Vielen Dank. Brandon, für uns geht es weiter mit dem Spiel in Berlin. Berlin is coming up for us. Is that the big one? I think they're all big, but obviously they're ahead of us, and we want to catch them. So, like today, we have to come out stronger and more confident. I think the win tonight will allow us to do that. They're an offensive-minded team, so we just got to be strong defensively. I thought we were tonight, for the most part, throughout the game, except for those first 10 minutes. So concentration on detail in the defense zone, and then that will create our transition and create our offense. So excited for it, and get some rest here tomorrow and get back to work. Also natürlich gibt es jetzt nur noch wichtige Spiele, gerade natürlich Berlin ist jetzt in der Tabelle noch vor uns. Klar müssen wir gegen die gewinnen, aber Berlin, sagt er, ist ein Team, was so einen sehr starken Offensivgeist hat. Das heißt, es wird auch wieder darauf ankommen am Sonntag, dass der KIV dann natürlich wie heute über 50 Minuten in der Defensive gut steht. Auch da Umschaltspiel ist natürlich wieder sehr wichtig. Und er sagt, ich freue mich drauf, bin richtig ein bisschen aufgeregt für das Spiel, ich freue mich sehr drauf. Gibt's Fragen? Heute ausnahmsweise nicht. Dann darf ich mich bedanken für den Besuch, darf unseren Gästen eine gute Heimreise wünschen, alles Gute für den Rest der Saison. Wir sehen uns am kommenden Dienstag wieder, auch wieder unter der Woche, dann gegen München. In diesem Sinne, schönen Rest Valentinstag noch und bis Dienstag. Tschüss.